So, hallo und herzlich willkommen auf hollywoodtramp.de und ihr kennt sie ja schon, da sind sie wieder zum zweiten Mal mit den Jungs von Tokyo Hotel. Hallo. Hallo, alle vereint. Ist jetzt 1,5 Jahre her. Echt? Übrigens, ja. Schon wieder? So lange? Wo war das? In Richtig Hamburg krass. vor Inas Nacht. Ja, genau, Ja. genau. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen und Haben mehr Falten. genau, alle älter Augenringe. geworden, weiser geworden. Ja. Und ich glaube, damals seid ihr auch direkt irgendwie aus L.A. gekommen. Ich muss irgendwie ständig daran denken und denke so, oh, wie geil, dass die beiden da wohnen. Und habe dann letztens gedacht, gibt es irgendwas, was ihr jetzt, ich meine, wie lange wohnt ihr da jetzt schon? Fast Jetzt 10 Jahre. Also 9 Jahre. Neun. Jetzt 8, aber ja, okay, das ist ja schon eine lange Zeit. Gibt es irgendwas, was ihr da immer noch zu schätzen wisst, wo ihr merkt, okay, das wissen wir nur zu schätzen, weil wir aus Deutschland kommen? Also was die Leute da gar nicht checken, sondern ihr so als Deutsche eigentlich... Also ich meine, das Wetter liebe ich nach wie vor zum Beispiel. Ich meine, und da denkt man, das Geile ist, dass es da kein Thema ist. Keiner spricht über das Wetter, weil es einfach immer Sonne ist. Da stehst Ja, du morgens auf und stimmt. ist immer geil. Aber ich habe das auch schon gesagt, für mich ist LA, es geht eigentlich total um die Palmen, das Wetter und die Häuser mit Pool. Ich Ja. finde, das ist Und ja den- so und den LA. View. Und das klingt so ein bisschen klischeehaft, aber das ist es auch. Ja. Weil wenn das nicht da ist und das Wetter ist irgendwie nicht so geil, Das ist hässlich. dann ist LA auch echt nicht so. Ich habe L.A. noch nie bei schlechtem Wetter erlebt, ehrlich gesagt. Also jetzt gerade Tom hatte Ja. ein bisschen Angst, er hat mich angerufen und meinte so, bei mir, das donnert, die Welt geht unter. Ich habe ein bisschen Angst zu Ja, weil- fliegen. Weil ja grundsätzlich viel Angst vor Gewitter. Das Ja. muss man Ja, wissen. das sowieso. Ja. Aber ich hasse es, also ich finde es nicht so geil. Ich krieg, je älter ich werde, desto mehr Angst kriege ich vor solchen Sachen wie Fliegen, ich würde aus dem Flugzeug springen, Fallschirmspringen, so eine Sachen. Nee, und das hat auch echt richtig, das war richtig Unwetter. Das klang auch als, wir sind nicht zusammengeflogen, aber als ich geflogen bin auch, das war, als auch Bomben einschlagen irgendwo. Ich habe das noch nie, in Deutschland noch nie so erlebt. Das war echt crazy. Also ich glaube, wenn es schlechtes Wetter ist, dann so richtig Dann krass. so richtig, ja. ne? Naja. Gibt es umgekehrt irgendwas, was ihr jetzt hier zu schätzen wisst, weil ihr da wohnt? Das Essen, das deutsche, Ja. die deutschen Backwaren. Das Echt? war so Ja, lecker. gut, So Brot deutsches ist da nicht so. Oder Brot, der aber auch Kuchen, Kuchen, aber auch ähm, Croissants, alles. Also alles schmeckt alles geil was es hier beim Bäcker gibt. Darum, wir haben schon überlegt, wir wollen eigentlich gerne einen deutschen Bäcker aufmachen. Ja. In LA. Ja, Und Darum- darum ging es gerade im Flur, dass ihr schon ordentlich Promo gemacht habt. ja. Nee, darum, Ja. also wenn Und einen Weihnachtsmarkt hätte ich auch so Weihnachtsmarkt gerne. hätte ich auch gerne. Also wenn jemand mit uns Bock hat, einen deutschen Bäcker aufzumachen oder auch einen Weihnachtsmarkt, gerne bei Bill Direct Message Auf dem Instagram, ja. sich einfach mal melden. Ja, oder du sagst jetzt deine Privatnummer. Oder, ja, Ja. die Nummer packen wir euch irgendwo hier noch mit rein. Genau, die blenden wir hier ein. Wie bekannt seid ihr eigentlich in L.A.? Also könnt ihr da so entspannt, also ich habe jetzt zum Beispiel Georg und Gustav einfach so hier getroffen im Hotel, also ich habe das Gefühl, es war recht entspannt. So, wie ist es für euch da? Das kommt immer drauf an. Es gibt halt immer mal so Läden und mal Paparazzi hier und da, aber es ist jetzt nicht, das kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. Ne? Die Leute, das ist ja das Gute, da rennt ja überall irgendjemand ein Problem eben. man kennt. Ja, und ja. darum ist es so, ne, wenn du dann eine Kappe auf hast und eine Brille und du rennst am Tage rum, das ist eigentlich Und total weißt du, was auch easy. der totaler Unterschied ist? Man rennt insgesamt wenig rum. Man macht das meiste im Ja. Auto. Du Ja, fährst stimmt. überall hin. Ja. Das heißt, du sitzt im Auto, fährst irgendwo hin. Im schlechtesten Falle hast du halt ein paar Fotografen, die dir hinterherfahren. Aber es gibt auch überall einen Parkplatz. Das Ja. ist auch anders Aber als du in fährst Deutschland. da nach hinten, Du fährst parkst, zu jedem gehst rein, kleinen gehst Kaffeeladen weg. und der hat immer einen Parkplatz davor. Du fährst dann immer davor. Das ist nicht Ja. so. Ich glaube das nicht, ich hatte das einmal wirklich, das war bei Las Vegas, da war halt so ein Riesenparkplatz, auf der einen Ecke war halt irgendwie eine Drogerie, auf der anderen Ecke ein Supermarkt, die Frau ist wirklich ins Auto gestiegen, Gefahren. ist 10 Ja. Parkplätze Ja, ja, weitergegangen klar. Ja, und dann in den nächsten Ja. Laden. Ja. Ist aber gut, ja, das ist halt Amerika. So. Ja. Ich hatte mal ein Interview mit Kelly Clarkson und das war ganz witzig, ich habe sie mal gefragt, ob sie schon mal so getan hat, als wäre sie nicht Kelly Clarkson, wenn Ja. sie jemand erkannt hat und sie sagte so, ja, das Witzige ist, dass Leute halt zu ihr kommen und sagen so, du siehst aus wie Kelly Clarkson, aber viel dünner oder viel hübscher Ja. und so. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Habt ihr schon mal behauptet, Tom macht so, das ja, das sagen ständig. viele, Ich mach dass ich das aussehe ständig. wie Tom, aber Nee, Ich Tom mach macht das das schon. ständig. Er sagt, oh, wir sind riesen Tokyo Hotel Fans. Danke, ja. Ja, danke. Ne, Ich dass sag immer, er sagt so, ein danke, Kompliment. das ist ein Kompliment. Ich komme das nicht so finde nah ans Original ran, aber ja, danke du schön. musst mal sagen, Tokyo Hotel ist scheiße und gucken wir dann, ob die anfangen mit dir da voll Das mach ich auch Das wäre schon. voll Zu interessant. diskutieren, zu wissen, ja. oder? So. Nee, Tokyo Hotel finde ich total scheiße. Ich Und dann meine, fallen da stößt man auf offene Ohren, bin ich mir sicher. So, nun seid ihr hier, neue Musik ist am Start und ich habe schon auf meinem Blog drüber geschrieben und ich habe, also sagt, wenn es komplett falsch ist, ich hatte das Gefühl, das ist am meisten L.A. vom Song. Ja. Und ich habe geschrieben, das ist irgendwie so ein bisschen euer Get Lucky, so also weil da einfach so, da kam ich drauf, weil es einfach so funky ist. Das ist Ja. gar nicht so Also guck verboten. mal hier, da hatte einer richtig Ahnung. Aber würde wir ich sind mal ja sagen, oder? Ja, Vor allem, hier, ich DJ, finde- 10 ja. Jahre DJ. Ich hallo. finde aber auch ehrlich gesagt, das ist eigentlich einer mit der, wie kann man sagen, Happy Song. Ja, Ja, Happy. aber wir voll. machen, Genau, es ist Ja. für uns ungewöhnlich happy, weil Ja. normalerweise sind wir ja
es ist immer, alles hat es irgendwie ein bisschen mehr Schwere, würde ich sagen, so alle Sachen, die wir gemacht haben. Und der ist wirklich so sehr, sehr gute Laune, ne? Ja. Aber das war auch so ein bisschen so die Idee. Ich wollte so einen Song machen, auch wenn man sich fertig macht abends, ne? Den man sich anmacht nebenbei und Bock hat, sich jetzt fertig zu machen, rauszugehen. Ja, und so ist es auch geworden. Es ist sehr, sehr funky. Also sehr, sehr Disco und Funk. Also ein bisschen anders als der Rest, den wir so haben. Warum lassen wir denn gerade auf? Ich habe gerade Meine Tasche gesehen? Ja, die ist mega, ne? Was steht da drauf? Mami is broke. No. Also ist da nichts drin. Nee, da ist nichts drin. Musst du auflassen durch Berlin rennen, dann wirft bestimmt mal jemand was rein. Ein leerer Labello ist da drin. Ihr kriegt nachher auch alles so eine von mir. Da freuen wir uns schon mal. Wie macht ihr es eigentlich mit Musik? Ich habe ja gesagt hier, also als DJ, ich bin so voll der Eigenbrötler. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie 4 Leute zusammen Musik machen. Also gibt es irgendwie auch mal so Unstimmigkeiten, dass 3 Leute was geil finden? Ja, wir machen aber auch, wir machen selten auch zu viel Musik. Normalerweise mache ich Musik und zeige es den anderen und die sagen mir, wie geil es ist. Nee, aber die meisten Sachen mache ich im Studio. Schreiben tun Bill und ich sowieso viel. Aber es passiert auch oft, dass man was macht. Ich meine, klar, wir haben auch Unstimmigkeiten. Ja. Es gibt auch oft also wir Diskussionen. streiten uns total oft. Bill und ich haben gerade einen neuen Song gemacht. Wir sagen noch gar nicht. Nee, wir sagen da noch gar nichts zu. Aber auf jeden Fall haben wir den Song gemacht und wir haben uns dann so angemacht im Studio, dass ich dann gesagt habe... Weil das Ding ist, das war total verrückt. Ich habe davon geträumt. Jetzt erzähle ich die Story natürlich schon, das muss ich nochmal richtig dann promoten, wenn der Song rauskommt. Aber ich habe davon geträumt. Ich bin aufgestanden und habe den im Traum habe ich den Song geschrieben. Die Melodie, genau. Nee, aber er hatte schon alles fertig. Die Melodie, Text, die Melodie. alles und ich dachte so, und dann kannst du den Moment und denkst so, scheiße, ich muss jetzt aufstehen und das irgendwie aufnehmen. Und dann der erste Ton, der morgens rauskommt, ist natürlich noch so daneben. Und dann musst du aufpassen, der ist bei dir immer ein bisschen daneben. Und dann musst du aufpassen, dass du die Melodie nicht schnell wieder vergisst. Ja, Was ja. passiert denn beim Traum? Den vergisst du ja ganz schnell. So, Gott sei Dank habe ich das alles hingekriegt und dann bin ich ins Studio gegangen und dann fuhr weg Bill natürlich dann daran rum noch. Ich hatte aber schon alles fertig, Text, Melodie, Er alles. war dann aber so verschlossen und dann ging es um eine inhaltliche Diskussion mit dem Text und ich habe es einfach ein bisschen anders gesehen und dann meinte Tom, nein, ich möchte so und so und bla. Ich meinte, lass doch mal ein bisschen gehen jetzt von deinem Traum. Wir arbeiten ja jetzt zusammen daran. Aber bei Bill wird immer schnell dolle konzeptig. Ja. Der hat immer der ist dolle konzeptig, der macht den immer gleich und das ganz im Gegenteil. Ich bin eher ein bisschen frei, ein bisschen so, das mal ausbrechen von den Konzepten und das Na, jedenfalls, also 2 Minuten Pause machen. Also jedenfalls streiten wir uns auch ab und zu mal, was das angeht. Okay. Das ist nicht immer, natürlich ist es auch emotional, weil die ganzen Texte, die man schreibt, das ist ja natürlich alles persönlich. Musik ist wahnsinnig persönlich und auch wir haben natürlich ab und zu mal unterschiedliche Visionen, wo so eine Nummer hingeht und darum, da streitet man sich auch mal. Wir haben es dann gelassen, ich meinte, wir schreiben heute nicht weiter, weil ich kann dich jetzt gar nicht mehr angucken. Und dann lassen wir es auch mal und dann schreiben wir auch mal dann den Tag dann nicht. Schreiben wir es. Ja. Oh, schön. Also der Song, an dem Tokyo Hotel fast zerbrochen wäre. Das passiert so einmal die Woche. Ja. Und wie ist das dann? Also gibt es auch Sachen, die so, wo ihr dann kommt und ihr beide sagt so, ey, ich habe keinen Bock, das jeden Abend so zu spielen, was soll das? Und dann sagt man, okay, wenn die anderen 3 das cool finden, dann muss ich da halt durch. Nö. Ich meine, immer hundertprozentig alles so, bis alle happy. Nein, nicht immer. Wir mögen nicht alle gleichermaßen jede Nummer. Ne? Also es hat Nee, schon, wir haben jeder hat so seine sein Lieblinge. Favorite, ja, das Also es gibt schon ein paar Songs, wo Gustav sagt so, oh, da habe ich jetzt keinen Bock, den zu spielen unbedingt oder kann ich ihn anders spielen. Ziehst dann aber in den Proben auch durch und machst dann bei den Live-Konzerten anders. Und dann, genau. Und dann live spielt dann einfach anders und dann gibt es richtig schlechte so Stimmung. anguckst. Aber nee, das hört er einfach nicht, weil er keine Drums auf seinem Ende hatte, also von daher. Aber wir haben zum Beispiel Melancholic Paradise, muss man sagen. Das war zum Beispiel so ein Song, der ist total geflutscht. Wir waren vorher im Studio, haben 2 andere Nummern gemacht, wo auch noch 2 andere Schreiber mit dabei waren. Und dann waren Bill und ich mal wieder allein im Studio und haben das so total genossen und haben den Song zu zweit. Das war einer der Songs, da haben wir das Grundkonzept und das grobe Demo eigentlich nach einem Tag fertig gehabt. Das war auch wieder so eine Nummer, wo die hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Das ist meistens so. Wir hatten eigentlich 2 andere Nummern von der EP, die noch kommt, auf dem Zettel und wollten die als erste Single machen. Und dann hatten wir es auch mehreren Leuten vorgespielt und so einem Label vorgespielt und dann meinten die alle, oh wow, Melancholic Paradise. Und dann dachten wir so, den hatten wir nämlich nur so zwischendurch gemacht. Wir hatten gar nicht unbedingt den so krass auf dem Plan. Und Heidi fand den dann auch so toll, hat den für ihre Show gepickt und so, das war gar nicht, aber wir waren gar nicht so fokussiert auf die Nummer, ehrlich gesagt. Okay. Und dann
Aber das heißt nur, dass wir noch sehr, sehr gute andere Nummern Ja, haben, die noch hinterherkommen. Das heißt, es kommen noch 3, 4, das sind alles Singles. Nein, das ist wirklich so. Also wir machen eine EP jetzt, haben wir gesagt. Wir machen, da sind dann mehrere Nummern drauf und jeder Song ist eigentlich eine Single. Ja, Wir machen ein Video jetzt auch zu jedem Song. Und Genau, wir machen auch ein Video zu jeder Nummer und so. Wir wollten jetzt nicht irgendwie eine Nummer machen und dann ein Album wieder mit 11, 12 Tracks, wo dann die sich so weghören, sondern wir machen jetzt alles so einzelne Nummern und die werden so nacheinander jetzt rauskommen, auch bis zur Tour. Und wir werden auch auf der Tour übrigens Nummern spielen, die wir vorher noch gar nicht gespielt haben oder die man noch gar nicht gehört hat vielleicht, also wird spannend. Ja, cool. Wisst ihr schon, wann die kommt, die EP, oder wird die jetzt nach und nach veröffentlicht, bis sie komplett ist? Oder? Ja, so ungefähr. Also wir machen jetzt einige Nummern noch vor der Tour und die EP wird ungefähr Es ist so ein im Mai bisschen kommen. eigentlich gerade so, dass wir die Munition haben und wir feuern das so raus, wie es gerade passt. Das ist so, ja, aber ist doch geil. Heutzutage kann man es ja machen. Wir haben uns ja vorhin noch über Hype und Stars und Spotify-Playlist unterhalten. Ja. Also das ist vielleicht auch die neue Form. es ist ja auch total song-driven. Es ist so ein bisschen so, weißt du, ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt ein Album sofort mache, das ist total puff und dann ist raus und dann gab es die eine Single und das war es dann schon. So. Ja. Und es ist so song-driven mittlerweile, dass wir gedacht haben, lass uns erstmal nur Songs arbeiten immer. Ja. Und dann packen wir eine EP zusammen, dann machen wir ein Album und Ja. Wir haben ja, beim letzten Interview haben wir über das Boy Don't Cry Video geredet. Da ging es doch um diesen ganzen Gossip mit Bill als Drag Queen und so. Jetzt ist das Ding, ich frage mich mal, jetzt kommt ihr ja auch wieder hierher und ihr wisst ja ganz genau, die Leute stürzen sich jetzt auf das Privatleben von dir. So. Wie geht man damit um? Also sortiert man so Leute vorher aus? Also Fans wissen ja nicht, wie sowas läuft. Also sagt man so, nee, mit dem gebe ich kein Interview, weil die Fragen nur privat sein. Wir wollen ja nicht über unsere Musik genau reden. so. Ja. So, also die sind exakt. auf jeden Fall. ja, Nee, also kann man es steuern. Das ist eigentlich Ja, die nein, Frage. wir haben Richtig natürlich steuern kannst du es nie. Wir haben schon so oft auch die Situation gehabt, wo dann jemand sagt, Mensch, das ist ein ganz toller Redakteur, das ist ein ganz lieber, der mag euch auch total. Und dann machst du ein Interview und dann bis zum nächsten Tag steht auf dem Titel der Absturz von Tokyo Hotel und dann hast du auch noch ein Interview dafür gegeben. Das habe ich auch das hat man ganz oft gibt. Also es gibt eine geheime Blacklist von Redakteuren. Da die stehen namentlich drauf, die sind nirgends eingeladen, die werden immer runter. Es gibt dann auch, gibt's auch bei Konzerten ganz viel, ne? Da gibt es eine lange Liste, die nicht kommen dürfen und so. Ich meine, du weißt nie, ob die sich dann eine Karte kaufen, das können die natürlich dann auch immer machen. Ja. Haben wir auch oft, aber es gibt so eine Blacklist auf jeden Fall. Ach, heftig. Und du stehst nicht drauf. Ich stehe nicht drauf. Immerhin. Noch nicht. Ich sag mal, ab dem zweiten Interview ist man ja auch schon sowas wie Best Friends. Ja, absolut. So, aber was wollte ich? Jetzt habt ihr dich aus dem Konzept gebracht. Worauf wollte ich hinaus? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Also wir gucken auf jeden Fall schon genau, Ja. ne? wen wir so einladen. Aber wie gesagt, du hast nie die volle Kontrolle. Ich meine letztendlich, ne, die Leute schreiben dann natürlich, was sie wollen. Das ist ja auch okay. Genau, das wollte ich nämlich sagen, weil das war mir gar nicht bewusst. Ich habe, bevor ich über euren Track geschrieben habe, ich gucke dann mal so, was schreiben so die anderen, was gibt es, ne? So, ich will ja nicht das gleiche zum 10. Mal erzählen. Und dann ist ja also interessant, dass keiner schreibt, neue Single, geil oder schlecht, sondern alle schreiben so, es ist die Hymne für Jeremy's Next Topmodel ja. und dann geht es nur um Privatleben und Ja. nur um so einen Kram. Und dann merke ich schon, da kann ich mir schon denken, okay, wenn die jetzt zur Promo kommen, das muss man ja irgendwie steuern können. Total. Sonst verliert man Es ist ja auch so, Folgen. man muss das auch nochmal sagen, das glauben einem ja die Leute nicht. Ja? Das glaubt mir selbst meine Oma übrigens auch nicht. Das sind ja Autoren. Ich meine, 90% von den Sachen, die in den Zeitungen stehen, das ist ja frei erfunden. Das ist also wirklich, die Leute denken aber... Ja, wir sagen immer, das sind keine Redakteure, sondern die Autoren. Die denken sich ja wirklich Geschichten aus. aus. Ja, Ich meine, die sehen ein Erzähler. Foto, wo ich vielleicht ein bisschen böse gucke und dann heißt es, der Familienkrieg ist ausgebrochen. Und Nee, man weiß, man Ja, kann es sich ist gar nicht vorstellen, wie viel Kram da wirklich drin Und steht. klar, und meine Oma denkt natürlich dann auch so, wie Familienkrieg, was, wie ich. Also ich habe heute beim Friseur gesehen, es gibt Familienkrieg, was ist denn da los? Also, ne? Und die macht sich natürlich Sorgen und dann denke ich mir so, was so, ne? Aber so ist das aber bei den Leuten. Die Leute, die diese Zeitung lesen, die denken natürlich, dass da was dran ist. Und vor allem auch viele Magazine, das sieht ja so aus, als wenn du ein Interview gegeben hast auch. Das sieht ja dann auch so aus, Das wird ja so irgendwelchen hingestellt. Statements. Ja. Man ist auf dem Titel, das ist dann auch irgendein Foto, wo man denkt, hat er das vielleicht fotografiert irgendwie für Hat er ein Shooting gemacht? Hat er ein Shooting gemacht für die neue Ausgabe hier? Für die Und uns nichts davon Stuttgarter. gesagt. Ja, und dann sieht das ja so aus, als wenn das eine echte Geschichte ist. Ja, ne, für ja, die ich sag Leute. nur Insider berichten. Ja, genau. Ja, Insider, das ist was ein guter Freund der Familie sagt Ja. oder so. Und das Ja, ist ja ja. alles. Und das Ja, ist dann der Redakteur. Der gute Freund der Familie sagt, das ist der Redakteur, der schreibt dann selbst sein Statement Ja, rein. na, es ist ja auch unterhalten. Also ich erwische mich selber auch immer so im Ja. Flieger, habe ich dann so den schlimmsten Den Krach. Klatsch Aber wenn lesen. Omi dann beim Friseur sitzt und dann steht da irgendwie Bill und Tom zerkracht und naja, Ja. gut. Also nehmt ein bisschen Rücksicht auf die Oma, bitte. Ja, wirklich. Die Arme.
Kommen wir nochmal zum erfreulichen Thema. Zum Schluss, die Tour steht ja an. Ich habe das letzte Konzert, habe ich den Jungs schon erzählt, da war ich nicht da und ihr macht in Hamburg immer das Docks, da habe ich immer meine Gay-Party und das ist immer unglaublich, also wir haben immer so fett mit Drag-Show und allem und wenn da ein Konzert ist, ist es ein ganz anderer Raum, es ist ein ganz anderes Feeling und ich habe es verpasst, jetzt seid ihr wieder im Docks. Ja, da kommst du dann hoffentlich. Oder kannst Ja, du wieder hoffentlich, nicht. aber wir haben schon gesagt, wenn ich Docks nicht kann, meint ihr, ich soll nach Paris kommen. Ja, Paris ist auch geil. Oder kommst du geil. wieder nach Berlin. Berlin ist auch super. Berlin ist auch um die Ecke, so gesehen. Ja. Da sind wir ja übrigens gerade. Ja. So, was erwartet uns jetzt? Letztes Mal hat ihr geil dieses, ich weiß gar nicht, wie man diese Konstruktion nennen soll, wo du drauf warst, diese ganzen LEDs und so. Das, aber Ja, wir versuchen ja immer so ein bisschen was anderes zu machen. Ne? Wir hassen normalerweise immer so dieses typische, ich hasse so dieses typische Band-Ding, weil mich das total langweilt bei anderen auch. Was ist so ein typisches Band? Naja, dass der Drummer hinten steht und dann links und rechts Gitarre, Bass und der Sänger steht vorne an seinem Ding. Das ist so für mich. Und wir machen ja auch so viel. Ich meine, die Jungs spielen ja mittlerweile so viele verschiedene Sachen und springen zwischen ihren Instrumenten und Tom macht noch Drums und die haben sich gebettet auf der letzten Tour und so. Also wir machen ja so viele unterschiedliche Teile und Keys natürlich auch so viel, dass ich mir denke, wir wollen das immer so ein bisschen anders gestalten. Ne? Und ich will, dass die Leute das nicht langweilt da oben. Und wir machen ja immer eine Show. Ne? Bei mir ist es ja immer, wir machen mit Kostümwechseln und Lichtern und so wahnsinnig viel Effekten, weil ich mich immer auch als Performer gesehen habe und nicht als nur Sänger. Und deswegen, ja, es ist immer sehr visuell bei uns. Das heißt, wir machen diesmal, was heißt, wir setzen noch einen drauf, wir versuchen es immer anders zu machen. Ne? Wir wollen immer irgendwas machen, was man vorher in der Form auch noch nie so gesehen hat. Und wir haben ein wahnsinnig geiles Konzept diesmal wieder zusammengepackt. Wir haben eine ganz, ganz tolle Bühne diesmal. Ich designe schon wieder die Kostüme. Und ja, wird toll. Also wir gucken auch so ein bisschen zurück in der Karriere. Das heißt, wir spielen auch viele Sachen von alten Alben. Wir haben unsere Fans auch ein bisschen voten lassen. Welche Songs die gerne hören wollen. Und wir machen eine ganz kunterbunte Setlist aus alten Alben und aus den neuen Sachen. Und das ist ja immer dann Toms Kunstwerk. Der muss immer gucken, dass wir irgendwie alles zusammenkriegen, so auch von dem, ne, das ist ja sehr unterschiedlich, so was wir auch gemacht haben die Jahre über, dass das irgendwie auch Sinn macht und zusammen eine geile Show wird. Cool, apropos Bühnenkostüme, sagst du den Jungs auch so mal, was sie tragen sollen? Naja, also Gustav hat mich gestern zum Beispiel angerufen und hat mich gefragt, was er anziehen soll. Ja, Zum Fotoshooting. Wir lassen uns total alle unseren Freiraum und jeder zieht sich an, wie es will, wir sprechen uns normal ist gar das nicht wirklich an. so? Ich frage mich Ja, nee, das ist auf jeden Fall wirklich so. Aber wenn man mal sich unsicher ist, dann fragt man schon Bill. Dann weiß Bill, dann ist Bill die Styling. Ja, Genau, Queen. Genau, und man sagt auch, also auch beim Tour-Outfit, eigentlich lässt er uns auch mitentscheiden, ne? Aber wir geben es auch gerne ab, muss ich sagen. Beim Dings sage ich ihm nur, pass auf, ich will das und das haben. Jetzt ist deine Zuständigkeit, das vernünftig zu machen. Beim letzten Mal war es so, da haben wir uns so verschnitten mit diesen Dingern, dass ich wir standen immer da wie so Flughörnchen. Ja? Ich habe ich konnte meinen Arm nicht weitermachen als so und musste dann immer auf dem Keyboard. Das war aber total frustrierend, weil wir haben das alles geplant, wir hatten genau durchgesprochen, was sie haben wollen und dann gingen die zum Fitting und die mussten dann zur Anprobe alle und es gibt ja normal 3-4 Anproben, bevor wir dann wirklich das geschneidert wird und die stehen immer da, ziehen das an, dann so, passt doch alles. So, und dann denke ich so, Leute, seid ihr euch sicher? Guckt noch mal, ihr bewegt euch ja auch ein bisschen. Dann machen die so, das passt alles. So, und dann machen sie irgendwie die erste Show und machen natürlich ein paar Renkungen und dann sagen sie, das ist mir alles zu eng, ich kann meinen Arm überhaupt nicht bewegen. Was zu eng, zu warm. Und ich denke so, Leute, Mann, wir haben es doch, aber naja. Ja. Ne, Jetzt wissen wir es besser wieder. Schwierig manchmal. Jetzt noch weite Kleider und... Jetzt weite Kleider, vielleicht abends. Oder nackig, vielleicht das kommt auch alles nackig, nackig. ja, oder nackig. warum Ja, nicht? schön. Ja. Ne, ist ja auch in solchen Hallen vielleicht gar Das nicht mal so finde ich eigentlich blöd. auch Nee, genau. Ja, das ist mir in Taschen aufgefallen. Du hast früher immer oben ohne Drums gespielt. Ja. Was ist denn da passiert? Der Familienalltag. Ja. Der Bierbauch. Ja. Zu viel Bier. Wenn man Guck mal, auf der Baustelle ich ist, hab dann ja auch fängt mal man im Regen abends an gespielt. Bier zu trinken. Also Ne? fängt man abends 15 Uhr an Bier zu trinken, ne? Ja. Wenn du mal Ihr könnt was das ja einladen. kombinieren, oben ohne Regen, dann habt ihr so richtig Boyband-Feeling. Ja. So macht ja Oder früher so sogar Regen Boyband ist und dann sowieso sind schön. alle Ja, happy. finde ich auch geil. Haben wir das nicht noch von der MTV-Performance? Haben die extra für uns gebaut damals, diese Tonnen? Ich finde, Regen machen wir Die noch mal. liegen schon noch irgendwo, wer weiß. Oder Mit in der Gießkanne, Vegas. mit der Gießkanne kann ich noch ein bisschen Wasser übergeben, das kriegen wir hin. Gut, ich glaube, wir sind auch schon weit wieder über die Zeit. Die Jungs reden halt auch immer viel. Ja, Das ist alles eure Schuld. Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen und alle weiteren Infos poste ich natürlich rein, auch Tourtermine und ich hoffe, wir sehen uns auf der Tour. Also ich werde irgendwie versuchen, Paris Bescheid oder zu sagen. Berlin. Genau, ich sage irgendwie Bescheid, wo ich bin und dann vielleicht sagen wir uns nochmal Backstage Hallo oder ich ziehe nochmal die Kostüme enger. Ja, genau. Irgendwie sowas. Nochmal Löcher reinschneiden. Also vielen lieben Dank, Jungs. Danke. Und danke euch Danke fürs dir. Zuschauen. Tschüss.
Und jetzt alle, jeder geht in ein anderes Zimmer.